ce film de Robin est interdite aux enfants. Et, n'oubliez pas, les enfants, l'usage de la drogue provoque des visions aussi. An dem Punkt auf meiner Reise, an dem meine Realität nicht surrealer hätte sein können, als ich erkannte, dass die an Sinne gekoppelten Gefühle und Gedanken, die ich nur als perspektivisch reale Visionen wahrzunehmen fähig bin, trotz ihrer Abstraktion zuvor als Wirklichkeiten beschrieb und die Visionen in meinen Träumen als Illusionen bezeichnete. An dem Punkt, an dem ich die Absurdität der Wirklichkeiten zu erkennen glaubte, beschloss ich, verschiedene Personen, die ich auf meiner Reise zuvor getroffen hatte, danach zu fragen, was sie mit perspektivischen Sichtweisen auf zeitlich verortete Realität assoziieren, im Ähnlichen beschreibbar als Vision. Zukunftsschau, die das spiralförmige Innere nach oben schwemmt und ein gleichzeitiger Fluss gegenpolig nach unten strömt, welcher die noch für uns kommende Zukunft begreifbar zeigen kann durch die Spuren der Liebe, da sie die stärkste Emotion ist. I believe your experiences in life go hand in hand with your vision. It influences your perspective and how you come to understand the world. الرؤية هي ما تجعلنا من نحن عليه، فهويتنا لا تكمن في لون بشرتنا أو عرقنا أو من أي بلد نحن، إنما تكمن في أفعالنا ومعتقداتنا التي تعكس بدورها رؤيتنا للحياة وما يحيط بنا. Vision 係指可以將隱藏嘅嘢睇到嘅能力，唔單止眼睛需要佢，腦袋思想都需要佢。Pentru mine, viziune reprezintă abilitatea de a închide ochii și de a-ți imagina un viitor care nu există încă. Keď zatvorím oči, mám víziu o mojom domove, o horách, o Tatrách, o krásnej prírode. Práve v tomto čase mi to strašne chýba a dúfam, že budem çoskoro môcť späť. Vizyon sözü Azərbaycan dilində görmə anlamına gəlir. Mənə görə hər bir insan özünə görə həyatın anlamını dərk etməyə çalışır. Ən əsas hissələr görmə qabiliyyəti, uzaq görənlik və dünya görüşü. Asan və eyni zamanda dərin bir fəlsəfi məna daşıyan anlayışlardır. Hər bir kəs özünə görə bir balans tapıb yolunu seçir. Amma o fəlsəfi tərəzi hər zaman çalxantıda olur. Yəni, həyat boyu o anlamlar dəyişə bilər. Ədəbi bir axtarışdadır insan. Vīzija ir domas, kas robežojas ar realitāti. Визия за мен означава точна представа и означава да знаеш точно какво искаш. Visión. Cuando me preguntaron qué significaba esta palabra para mí, vinieron varias definiciones a mi cabeza, diferentes e iguales a la vez. Lo busqué en el diccionario y una definición que apareció fue percepción de las realidades físicas a través de la vista. Otro significado fue la capacidad de ver. Si se va por un tema más administrativo, la visión son los planes a largo plazo que se tienen para la empresa, la meta a la que se quiere llegar y cómo se describe esa empresa en estos momentos, pensando en lo que quiere ser en un futuro. El uso de esta palabra es tan larga que puede utilizarse en personas, en empresas y en proyectos. Lo que tienen en común todos ellos es que hay una meta a la que se quiere llegar. Para mí, es todo. Es cómo te ves ahora y cómo te ves en un futuro. Es cómo te sientes ahora y cómo crees que te sentirás en un futuro. Es lo que crees que puedes lograr ahora y lo que crees que puedes lograr en un futuro. Visión es hablar de personas, sueños y tiempo. Es hablar de esfuerzo, persistencia, trabajo y perseverancia. Así que para mí, visión es la capacidad de verte a ti mismo. Es quien quieres ser, qué quieres lograr y qué quieres tener en un futuro
basado en quién eres hoy. Wenn ich an Vision denke, dann fällt mir erstmal der Song von Queen ein, One Vision. Für mich bedeutet der Song, dass wir alle gleich sind und uns gemeinsam für etwas entscheiden können, wenn wir eine Vision haben, die wir alle teilen. Die Frage ist, ob dabei Individualismus verloren geht, denn für mich bedeutet eine Vision was sehr Individuelles, was geprägt ist durch meine Erfahrungen, meine Wünsche, und das ist dann eine individuelle Perspektive. Ist es möglich, aus verschiedenen Perspektiven eine Vision zu erschaffen? Ist eine Vision, eine Vision, eine Motivation, ein Ziel, was zu erreichen, welches wahrscheinlich nie zu erreichen sein wird, weil es immer eine Vision bleibt? Ist eine Vision real oder passiert sie nur im Kopf? Allein die Übersetzung Vision beinhaltet im Deutschen so viel mehr. Die Sicht, die Vision, die Vorstellung, das Sehen, die Sehkraft, das Sehvermögen, das Traumbild, der Weitblick, die Weitsicht, das Zukunftsbild, der Blick, die Sichtweite, das Gesicht. Und das alles verpackt in einen Begriff ist nicht so leicht zu begreifen. Und das zeigt auch nochmal mehr für mich, wie individuell ein Begriff aufzufassen ist. Ich hatte eine Vision. Diese Aussage verbinde ich auch mit so einem Traumbild. Ich hatte eine Vision. Abschließend werde ich dir diese Frage wahrscheinlich nicht beantworten können. Ich denke, es ist wichtig, für sich ein Gefühl zu bekommen, was es bedeuten kann und wie man das für sich definieren möchte. Und es ist wichtig, das zu kommunizieren, damit wir einander verstehen können. Wizja. Co to znaczy mieć wizję? Dla jednych może dostęp do prawdziwej wiedzy, dla innych tylko strach przed niebezpiecznych halucynacjach. Chandinonyanya kushuvira muupenyu hwangu kufamba naMwari munzira yaakandirongera. Chandinonyanya kutya kurasika nekusazova naye muupenyu usingaperi. Für mich bedeutet eine Vision zu haben, ein Ziel zu haben, auf das ich mit aller Kraft zusteuere. Ich sehe vor meinem inneren Auge, wo ich hin will. Ich habe diese Vision, ich habe dieses Ziel ganz, ganz klar vor Augen. Das will ich erreichen. Und ich gebe alles dafür, um dahin zu kommen. Ich verbinde mit dem Begriff Vision ein Ziel oder ein Wunsch, der erstmal so weit weg scheint, dass man halt überlegt, wie man in einzelnen Schritten zu diesem fernen Ziel kommt. Das verbinde ich irgendwie so damit. Also irgendwie, weiß ich nicht, wenn man das so verbildlichen müsste, ist das so der Sonnenschein hinter den Bergen und jetzt muss man irgendwie überlegen, wie man dann hochkommt zur Bergspitze. Welche Route muss man nehmen und welche Zwischenstopps muss man abklappern, um dahin zu kommen. Und dann wirkt das gar nicht mehr so fern, sondern ziemlich erreichbar. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das ist so kurz und knapp gesagt das, was ich halt zu dem Begriff so verbinde. Όραμα είναι να κυνηγάω τα όνειρά μου όσο μπορώ περισσότερο. Die Sonne ist am Blühen. Alles wird grün. Doch wieso kann ich dich nicht sehen? Ich sehe die Welt wie die Bewohner darin voller Magie. Nu poți să vezi zâne dacă nu ești zânatic. Geh in die Wälder und Fluren und lerne von der Natur. Dort findest du Antwort auf viele Fragen. Growing up with a blind dad made me realise that vision is about seeing the earth in its raw state and appreciating the beauty of the universe.
Английское слово vision переводится на русский язык как видение и имеет, так же как в английском языке, несколько значений. Оно обозначает как физическое зрение, так и видение, например, видение будущего или мечту. Люди, которые имеют физическое зрение, могут считать себя очень счастливыми людьми, так как они имеют преимущество наслаждаться окружающим миром. Но не все люди, которые имеют зрение, имеют мечту и видение. Эти люди очень несчастны. И я желаю им от всего сердца, чтобы люди, имеющие и не имеющие зрение, всегда имели мечту. Eine Vision assoziiere ich für mich als einen positiven Blick in die Zukunft, verbunden mit dem tiefen kreativen Einblick in die Seele eines Menschen. Blickwinkel eines Pferdes. Es dauerte, bis ich begriff, dass nicht der Tunnelblick mich einengte, sondern die Scheuklappen links und rechts neben meinen Augen. Und als ich sie entfernte, eröffnete sich mir eine wunderschöne, noch nie zuvor gesehene Welt. Vision ist für mich zu weit weg, um sie wirklich in Betracht ziehen zu können, aber immer noch existent genug, um einen entweder ängstlich oder fröhlich durchs Leben ziehen zu lassen. So, eine Geschichte rund um das Thema Vision oder Vision, das soll ja Englisch sein. Ich komme ja hier aus Herford und hier gibt es ja die Herforder Vision. Das ist die älteste dokumentierte Marienerscheinung nördlich der Alpen. Und zwar im 11. Jahrhundert soll ein Schäfer hier auf dem Stiftberg die Jungfrau Maria gesehen haben in einem hellen Kranz von Licht, und das hat man ihm erst nicht geglaubt, und dann wurde er ein bisschen gefoltert, wie damals so üblich, und nachdem er dann aber Feuer- und Wasserprobe, so heißt es, bestanden hat, ist man dann tatsächlich zu dem Ort hin und hat dort eine weiße Taube auf einem Strauch gefunden, und damit war das in irgendeiner Form dokumentiert, und tatsächlich steht bis heute die Marienkirche an dieser Stelle, wo diese visionäre Erscheinung gewesen sein soll. Wenn ich an Vision denke, das Erste, was mir einfällt, Propheten bzw. falsche Propheten. Dass sich eine Person oder eine Gruppe von Personen Gedanken macht, wie könnte sich die Zukunft entwickeln, wie könnten wir Menschen um uns herum bzw. alle Menschen so beeinflussen, dass die Zukunft, die sie sich vorstellen, erreicht wird. Sei es zum Wohl aller Menschen oder nur zum Wohl dieser kleinen Gruppe. Und denn, man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird. Und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum obenauf. Und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. Oft lehrt man auch Wahrheit und Irrtum zugleich und hält sich an letzteren. Goethe gegenüber Eckermann, Gespräch mit Goethe von Johann Peter Eckermann vom Dienstag, den 16. Dezember 1828. Goethe stand bereits in seinem 80. Lebensjahr. Wenn ich jetzt zu dem englischen Begriff Vision mir was vorstelle, das erste, was ich eigentlich, woran ich gedacht habe, war Management tatsächlich. Management mit Blick auf die Projektion irgendwelcher Zielvorstellungen in die Zukunft. Das bedeutet Vision für mich. Hättest du mich nach einem deutschen Begriff gefragt, hätte ich vermutlich was anderes gesagt.
Vision. Das klingt für mich nach etwas Erreichbarem, nach einem ambitionierten Ziel, das man sich gesetzt hat und dann gemeinsam ein neues iPhone auf den Markt bringt, wohingegen einem im Deutschen ja bei Visionen gerne geraten wird, mal zum Arzt damit zu gehen. 大部分时间，我们都只关注于眼前和你视线平齐的那一个空间，尤其是生活在城市里面的人。虽然城市有红绿灯、大楼，还有 LED 广告牌等等，但我们关注的世界范围其实很少看到特殊的事情。从前，当我们没有这么多眼花缭乱的景观，没有手机、广告、大屏幕这些闪烁的装置时，我们会很容易发现一些已经被忽略的事物。Okay, also eine Vision bzw. Vision ist für mich etwas, was unerreichbar scheint, aber trotzdem erstrebenswert ist und mich nicht so sehr unter Druck setzt wie ein fixes Ziel. Es ist eher ein Sinnbild für mich, ein Gefühl, das ich anstrebe, ein Zustand. Haluan kesällä kasvattaa chilejä ja ruokkia talvella lintuja pihallani. Моята прва асоциација за визија е човек, другар од едно друго време. Die Welt ist meine Vision und es fällt mir immer schwerer, sie zu greifen. Para mí la visión es una situación en el futuro que alguien imagina considerando su presente y los deseos de esa persona. Eine Vision ist für mich etwas, was gegenwärtig tief in mir ist und durch einen Ausdruck nach außen gelangt und somit die Zukunft gestaltet. Auf welche Art und Weise die Vision das tut, ist mehr oder weniger egal. Es kann auf jede erdenkliche Weise passieren. Wichtig ist, dass die Vision da ist und dass man sie greifen kann, denn viele Visionen ziehen auch einfach nur vorbei und man kann sie nicht wirklich greifen. Aber wenn man es schafft, eine zu greifen und sie in einen Ausdruck zu verpacken, dann schafft man es, die Zukunft zu gestalten und ich glaube somit auch die Welt zu einer besseren zu machen. Dacă ar trebui să-mi rezum în puține cuvinte experiența mea, aș spune că jocul m-a dus mereu tot mai departe, tot mai adânc în real, și filozofia mea s-a reduce la o singură dogmă: joacă-te. Vision atau visi adalah suatu impian atau sesuatu yang bisa kita bayangkan dan kita inginkan, hampir seperti hasrat. Also mir fällt da als erstes tatsächlich der Song Sound and Vision von David Bowie ein, was für mich so ein persönlicher Klassiker ist. Ja. Minha visão é através da música de Damo. Então, eu acho que isso é a minha visão. Ich erlebe Vision als das Phänomen, wenn ich an ein Instrument gehe, anfange frei zu spielen und sich plötzlich neue Welten auftun. Wenn du Vision verdrehst, dann kriegst du Noisia. Und die machen visionär gute Musik. Die Zeitschrift Visions hatte in den 90ern immer den Tonträger der Zukunft Compact-Disc mit im Heft. Das war damals ohne Internet eine Möglichkeit, neue Bands zu entdecken. Si je pense au mot vision, je pense premièrement à la télévision et au format l'Eurovision de la chanson. Bof, c'est pas terrible. Eurovision Song Contest habe ich als Kind immer verstanden, dass die Wörter Test und Vision in direkter Korrelation stehen,
Ein Test ist halt nur ein Test, nicht die Abbildung der Wirklichkeit, sondern die Simulation derselben. Das war mir zu jedem Zeitpunkt sonnenklar, so sonnenklar wie Capri-Sonne, wenn du sie in ein Glas laufen lässt, nur um zu gucken, welche Farbe sie hat. Die Capri-Sonne, 1979, Good Times. Ja, люблю тебя. Alles gesehen, nichts geblickt. कैसा चीज़ है जो सच या झूठ नहीं है, लेकिन दुनिया इस पर चलाती है. Nur die Kombination aus Vision und Scharfsinnigkeit kann Innovation erzeugen. Es langt nicht nur Visionen zu haben, man muss so umsetzen. Nit, bu xamul fu muy jëm day dellu fu mu jógee. Waktu pertama kali dengar kata vision, aku langsung berpikir, vision itu hidup. Aku malah ingat sebuah istilah di psikologi yang sama persis, yang artinya itu adalah proses mata menerima cahaya dan dikirimkan ke otak untuk akhirnya diberikan makna dan membentuk persepsi atas realita yang kita jalani sekarang. Menariknya, visual system ini adalah sistem penginderaan yang paling besar dan dominan dari realiti manusia, gitu, yang membentuk realiti manusia. Sebagian besar memori yang kita punya dan realiti yang kita rasain sekarang, sumbernya adalah dari apa yang kita lihat. Rasa hidup yang kita rasakan sekarang bahkan pada dasarnya adalah susunan dari jutaan memori dan persepsi subjektif yang kita susun dalam kesadaran kita, dan sebagian besar sumbernya adalah dari vision. Lahat ng pananaw ay political. Auf meinem Kopf spaziert das Skalpell meiner Träume. Träume, die ich nicht teilen muss, weil sie jedem gehören. Träume, die beflügeln. Ich reite auf dem Horizont davon. Als mich die Anfrage von Robin Laufenburg, etwas zur Vision zu sagen, erreichte, flog ich gerade nach 3-monatigem Aufenthalt von Marokko nach Köln. In Köln übernachtete ich und besuchte am anderen Morgen den Dom. Dort war ich wieder enttäuscht vom Fenster Gerhard Richters, weil ich jetzt in Marokko 3 Monate lang allerbeste abstrakte Kunst, auch im Alltag, gesehen hatte und zündete in alter Tradition einige Kerzen an für die Lieben, die sich im Corona-bedrängten Deutschland um mich in Marokko, der dort sehr sicher war, gesorgt hatten. Auf dem Bahnhof lief das volle DB-Debakel ab. Wartezeiten, Verspätung, Änderung der Reihenfolge der Waggons, dann später Böschungsbrand, Umleitung, Suizid, Verspätung. Aktuell betraf mich vor allem die Gleisänderung. Das heißt also, alle hasteten in Corona-Distanz mit ihren Masken zur nächsten Rolltreppe, die zum nächsten Gleis, also zum geänderten Gleis, führte. Ich stand auf der Rolltreppe und bekam, meine Brille war angelaufen durch die Maske, Übergewicht. Das heißt, meine Brille fiel mir vom Kopf, sie hielt mich richtig durch die Maske und ich versuchte sie noch aufzufangen, indem ich ihr quasi nachhechtete. Dadurch stürzte mein Koffer mit aufgepfropftem Kamerarucksack und ich fiel. Ich schlug mir einen Zahn aus, die Brille war zerbrochen, ich schlug auf den linken Oberarm und ja, hatte das Gefühl, hatte eine Art
Vision zuerst, dass mir nichts passieren wird, trotz des Falls. Ich sah ein Fenster, ein Domfenster, allerdings viel schöner, in Klammern marokkanischer als das von Gerhard Richter. Und ich hatte das Gefühl, dieser Sturz sei ein Bild für die Situation unserer Zivilisation, die einerseits immer schneller, immer höher weiterläuft wie die Rolltreppe. Andererseits ist das Geistig-Seelische schon abgestürzt. Das heißt also, dieser Fortschrittswahnsinn kann nicht mehr durch Herz und Gehirn in Kontrolle gehalten werden. Es gibt kein Gleichgewicht. Нужны пересекать границы сегодняшнего дня. Hey, ich musste nochmal an die Sache mit dem Projekt denken. Vorhin, als ich mit Alles draußen war. Und mir ist aufgefallen oder eingefallen nachträglich, und ich habe es dir nicht gesagt, dass man, also wenn man ganz individuelle Visionen irgendwie darstellen könnte, also wirklich ganz persönlich von irgendwelchen Menschen, das fände ich viel cooler als generell über den Begriff. تشارك الأفكار هو التفاهم المتبادل بين أي اثنين. لما اثنين بيتفاهموا بشكل متبادل بيفهموا بعض بشكل متبادل فهني عم يتبادلوا أفكار بعض. Para mí, la noción de una visión es tener un polo norte, es tener una fuerza en tu interior que te guía hacia un destino final. La visión es este deseo humano o esta tendencia humana de querer proyectar hacia un futuro. Es tener algo de que aferrarse. La visión para mí es the internal driving force a un mejor mañana. Se me hace que como humanos, como seres humanos, como especie, le tenemos bastante miedo a la incertidumbre. Le tenemos bastante miedo al no saber qué viene, le tenemos bastante miedo al mañana, a lo desconocido. La visión es este mecanismo de defensa que nos brinda el confort y el aliciente de tener la ilusión o esperanza de un mejor mañana. Ako si Albine, mabilis mauto, kaya laging pinaglalaroan. Balang araw, may seryoso din sa akin at mamahalin ng lubusan. Okay, ฉันจะคุยเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคุณ ครั้งแรกที่ฉันได้คุยกับคุณ ฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง แต่พอได้คุยฉันก็รู้สึกดี เพราะฉันชอบความคิดที่แตกต่างของคุณ ฉันชอบตั้งคำถามและชอบคำตอบของคุณ มันทำให้ฉันรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก มันอาจจะเป็นคำตอบสำหรับความคิดต่างของแต่ละคนบวกกับทัศนคติของคนคนนั้น ฉันดีใจที่ได้รู้จักคุณและได้คุยกับคุณ Si tu ulione wanaoneseka abari kugituramu bonka kwatanisize birabasa okuta ensibi omuguteka okulabira omukuhinga emiti okujalisa efumbira twaba turahinga kwentantara kuhinga nohinga ekibira bumunonga habwokuba ekyo kiraletera ekibira okutwagwa enjura ningashi omuyaga ninga twine okuba turata ebikore ebitwamara okukolesa omu kasasiro tweza bakabitwara bakagiramu ebindi bintu bonka titushemerere kuba turagyusa narishi
okubitabika omu itaka ahabw'okuba ekyo kirareetera emiti yaabugwa okuyanywa amaizi. Ekyo nikyo kiri kutureetera twabugwa enjura kandi n'omushana gwahita emyaka yiitu. Kandi tushemereire okureberera eby'obuhangwa nk'ebikooko eby'omwihamba, ebyenyanja omu maizi, kandi n'okwetanta ebyiika kagarashoboza mbwenu nibashaba mwena okureeta obuyambi tukabaasa kureberera ensi yaitu ekaguma omu buteeka. Visão, vista, olhar, paisagem, foto, olhos. Bisyon. Sa Tagalog, ito ay nangangahulugang paningin o pananaw. Maaring isa itong larawan ng sarili o sinuman kung saan may konkretong direksyon o patutunguhan. Larawan ng pangarap, ng kagustuhan, estado ng emosyon o pisikal na katangian kung saan pilit mong tinatanaw na makalipas ang ilang taon, makakamit mo ito. Sa aking kultura, maaari isa itong senyales, palatandaan o babala na may paparating. Sa aking paniniwala naman, ito ay isang larawan ng isipan, larawang nais makamit, larawang may taglay na pangarap at mga bagay na lubos na mananatili. Vision for me is a deep sense of purpose. It's asking myself questions like, what are my purpose? What are my plans in life? What ways am I going to use and achieve and this my goals and purpose? That's what, for me, vision is all about. Like you ask yourself, in 5 to 10 years time, where do I see myself? What do I see myself doing? What do I visualize myself doing? And that's what vision is for me. Que ta vision soit à chaque instant nouvelle. Le sage est celui qui s'étonne de tout. Träume nicht nur davon, sondern lebe es auch aus. The Rocky Horror Picture Show. Schniet die Viren und die Kabels, die unten mehr verloren. Die Wände sind fett, die Zimmer sind nah in die Haus, weil ich mir sag. Mit Vision verbinde ich als allererstes Movie Vision. Das war eine Videothek am Frankfurter Weg in Paderborn. Wenn ich an die englische Aussprache von Vision denke, denke ich daran, dass endlich mal wieder jemand meinen Boden wischen sollte. Vision. Ich bin visionslos. Nach langem Lernen und Nachdenken über das, was dein Unterbewusstsein angesichts der Zustände in deinem beeinflussbaren Umfeld zum Rumpeln und irgendwann zum Keifen bringt, fängst du an, in einem reiterativen Prozess die Schnittmenge zwischen Realität und Utopie zu entwerfen, der du deinen persönlichen Kampf verschreiben, unterwerfen und auch manchmal eine Schlacht opfern wirst. Eine Vision ist für mich ein Zustand, auf den ich hinarbeite, den ich mir wünsche und für den es sich in meinen Augen lohnt, Energie und Kraft zu investieren. Das Wort symbolisiert für mich aber auch etwas Unwirkliches, was man nicht beschreiben kann, was mir aber auch keine Angst macht, sondern vielleicht eher eine Neugierde weckt. Associo la parola visione a qualcosa di straordinario che compare avvolto dalla luce e purtroppo è qualcosa che risulta, almeno per me, sempre più difficile da immaginare di questi tempi. Weißt du was? Es gibt keine guten Energien, Visionen oder Geister, deshalb heiße ich dich willkommen in der richtigen Welt, du Opfer. Wenn ich eine Vision habe, kann mich nichts aufhalten.
Mit einer Menge Fantasie kann ich alles sein, was ich will. Vision heißt, dass die Zukunft der Gegenwart ihre Visitenkarte in die Hand drückt. Also was ich unter Vision verstehe, ist ganz einfach bei mir. Ich habe dann in einem Kino eine Dauerschleife von ganz vielen Geschichten, Szenarien und Dinge, die passiert sind im Kopf. Das sind eigentlich nur schöne Sachen. Geburt meines Bruders, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, wo ich im Krankenhaus war mit meiner Schwester, die neben mir den Fahrstuhl hochgefahren ist. Und wir hörten schon unseren Bruder und sie, das erste, was sie sagte über ihn, heul doch, heul doch, heul doch. Und wir alle am Lachen waren. Und sie dann ganz enttäuscht war, gesagt hat, der kann ja gar nichts, Mama. Oder als mein Bruder das erste Mal in die Schule gegangen ist und nach Hause kam, total enttäuscht, seinen Tornister hingeworfen hat und gesagt hat, ach, ich kann immer noch nicht lesen und morgen muss ich schon wieder hin. Oder wo meine Schwester nicht meinen Namen aussprechen konnte, nicht Kendra gesagt hat, sondern Anna und sie das bis heute noch nach 18 Jahren macht. Wo sie nicht Attacke, sondern Atata gesagt hat. Und sie allen Leuten in unserer Familie Spitznamen gegeben hat, weil sie es nicht aussprechen konnte. Wo meine Schwester ihre Zahnspange bekommen hat, wo mein Bruder seine Zahnspange bekommen hat. Konfirmation von beiden. Was sind die Sachen, die mir dann im Kopf rumschwirren? Von meinen liebsten Leuten und all die tollen Dinge, die ich erlebt habe bis jetzt. Vision ist einer der mächtigsten Avengers und ein Android, der von Tony Stark, Bruce Banner und Captain America aus einer Mischung der künstlichen Intelligenzen Jarvis und Ultron geschaffen wurde. Happy birthday, Uncle Robin. Wish you all the best, Uncle Robin. Maligayang bati sa iyong kaarawan, Robin. Ja, Robin, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Ich habe doch gesagt, ich brauche den Moment, um dir von meiner Vision zu erzählen. Und jetzt gerade ist die Moment. Ich bin gerade wach geworden. Und ich dachte mir gerade so, heute ist ein Tag, um die Welt zu verändern. Und genau das mache ich jetzt auch. Gut, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis die Tage mal. Vision. Die Wirklichkeit in die Realität bringen. Träume, in denen ich auf eine Idee gekommen bin, die ich dann nachher in der Realität auch wirklich umgesetzt habe. Heute ist diese Vision der Wirklichkeit wieder im Nichts versunken. Ferne sind mir die Dinge, ferner noch ihre Stimmen. Und ich lausche wieder auf die Melodien, die in mir sind. Und träume wieder seine Bilder, die schöner sind als die Wirklichkeit. In jungen Jahren weise zu sein, ist ein Fluch. Eine Vision ist etwas, was in irgendeiner Zeit geschehen war, geschehen wird oder hätte geschehen können. Vizija je nešto nestvarno. Bljesak stvari koje su možda bile ili će možda biti, a možda i neće. Vizija je istovremeno nešto i ništa. En el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entienda. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Visión. Para mí es como el arte de recrear tus deseos. Deseos por todas aquellas cosas y sueños que persigues para construir tu mundo, tu futuro. Es algo profundo que viene desde el interior de uno mismo. Ketika aku
natap matamu dalam, aku melihat diriku tercermin di dalamnya. Zu sehen, was es wirklich ist, dahinter der Sinn. Dem liegt Schönheit inne. Sei verblüfft und staune, bis zur Erkenntnis und noch weiter. Ich habe jetzt irgendwie gemerkt, wenn ich das zu lange aufschiebe, ist das vielleicht auch irgendwie voll kontraproduktiv und eigentlich liege ich gerade so bequem. Der erste Satz, der mir eingefallen ist zu deinem Projekt, war, dass Vision sich in irgendeiner Form analog zur Erinnerung verhält, so eine Art Spiegelung davon ist. Und dann habe ich überlegt, ob ich diesen Gedanken zum Anlass nehme, das irgendwie noch auszuformulieren oder mehr zu schreiben. Aber wie das so ist, weiß ja, man kommt zu nichts. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich so eine Sprachnachricht anfange, kann ich mich so ein bisschen dazu zwingen, dass ich ein bisschen darüber reden muss. Das hilft mir vielleicht dann auch ans Denken zu kommen. Aber ich komme irgendwie über diesen Punkt nicht hinaus, weil ich habe das Gefühl, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und ich denke mir dann irgendwie, du kannst immer noch alles wegschneiden, was öde oder nicht interessant ist. Eine Vision ist vielleicht genauso subjektiv wie eine Erinnerung. Ich glaube, ich weiß nicht, was in dem Gespräch zwischen dir und mir war, aber dass Erinnerungen auf jeden Fall etwas Konstruiertes sind, mit dem perfiden Touch, dass es uns suggeriert, dass sie real sind. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder, das war definitiv in einem Gespräch zwischen uns. Wenn man in der Beziehung an den Punkt ankommt, wo man darüber streitet, wer was wann gesagt hat, dann ist das ja auch so ein Aushandeln von unterschiedlichen Erinnerungen, die wir leider nicht Aradentarium bei Harry Potter so aus unserem Kopf ziehen und für alle sichtbar machen. Womit dann auch die endgültige Subjektivität irgendwie sichtbar problematisch für alle wäre. Ja, und ich glaube auch eine Vision ist etwas ähnlich Subjektives, weil man sich natürlich den Blick in die Zukunft, was ich unter einer Vision verstehe, ist das überfallartige, aber auch vielleicht auch ganz bewusste Vorstellen einer Zukunft. Das kann in einem Traum passieren oder einfach in der spirituellen Ebene fast schon, dass man irgendwie so eine Einleuchtung hat. Aber ich verbinde damit eben auch eine Vorstellung von der Zukunft, die man irgendwie hat. Eben eine Vision von etwas. Und die ist zwangsweise irgendwie damit verbunden, dass wir uns erinnern. Und unsere Erinnerungen sind subjektiv. Also ist unsere Vision oder unsere Visionen sind auch subjektiv. Und auch wie wir diese Vision bewerten natürlich. Das kann ganz unterschiedlich sein. Eine Vision ist vielleicht etwas wie eine Projektion auch. Eine Projektion einer Vorstellung von Zukunft in eine Art Bauplan oder etwas. Und wenn ich eine Vision von etwas habe, ist das wie eine Skizze vielleicht auch, in der man sich orientiert, wo man versucht, etwas umzusetzen. Und dann kann man eben auch irgendwann sagen, das entspricht oder entspricht nicht meiner Vision. Ich finde es mega schwer, in einem Satz etwas zu Vision zu sagen. Sichtweise, weil ich auch nicht genau weiß, auf welche Sichtweise, irgendeine Sichtweise. Wahrscheinlich mache ich schon wieder zu viele komplexe Gedanken gerade. Wenn ich es in einem Satz sagen müsste, persönliche Assoziation. Ich glaube, eine Sichtweise ist immer, oder Vision ist immer gekennzeichnet aus den Erfahrungen, die man gemacht hat und die Menschen, die in einem Umfeld sind. Aber wahrscheinlich ist es wahr, allgemein. Mir fällt nichts Besseres ein. Ich glaube, es ist immer sehr subjektiv, aber das ist echt absolut keine neue Sichtweise. 当愿景被解构为无数个具象的目标后，它能够帮助你更好地理解为什么你存在于这个世界。Para mí la visión es uno de los sentidos más fundamentales porque nos permite tanto transmitir y mostrar y reflejar cosas desde nuestro interior hacia el sentido exterior a través de los ojos literales de otra persona o simplemente
El mostrar tu perspectiva acerca de alguna temática o acerca de algún sueño o acerca de algún plan que tienes en tu mente, aunque no está materializado, lo tienes tan claro que lo puedes visualizar. Weiter und weiter und weiter. So oder so ähnlich. Bis ich habe, bis ich bin, was ich mir besser und besser vorstellen kann. Was sich immer näher definiert, sich manchmal aber auch ganz tief in irgendwas versteckt. Annähernd wäre genug. Ganz anders, vielleicht noch schöner. Mal will ich viel, mal will ich viel zu viel und so viel mehr. Mir aber lassen können, was ich Gutes kann, will ich am meisten. Und nie vergessen. Vision for me is sight seen not through the eyes but the mind. Igama lithi umbono ngimqonisa izinhlobo ezimbili zokubona. Eyokuqala ukubona kwezinto ezijwayelekile ezizungezile. Eyesibili umbono walowo esikufisayo noma esikufunayo, amaphupho ethu nezinto ezizayo. Ngikuhlukanisa nesenzo ngoba umbono ngaphandle kwesenzo okumane kuwucabanga izinto ezingekho kusanayo. Ngakho-ke ukuze umbono ugcwaliseke kudingeka ukuthi sizitshale mathupha kuwo, ngoba yize izinto zingase zingabonakali njengokufisa ngesenzo noma ngaphandle kwaso. Ngaphandle kwesenzo cishe siqinisekisa umphumela ongathandeka. Qaphela, umbono awulungile ngokwemvelo noma mubi, kepha uthinteka ngombono wethu. Visión. Para mí la visión alcanza varios niveles del espectro de luz, porque al poder ver no solo con los ojos, sino con los sentidos, podemos generar una puerta de luz que genera armonía, esperanza y paciencia. La visión es el enfoque en el que nos podemos observar, nos podemos ver, nos podemos presentir en un lapso de tiempo atemporal. 我们的视野是如此不同。Fassbarkeit. Nur durch Unterscheidung möglich. Nur weil es Dunkelheit gibt, kann Licht existieren. Spektrale Skalen. Wir schwimmen auf diesen im Versuch, das Wahre zu greifen, Sinnsuche. Der Sinn, der sich aussprechen lässt, ist nicht der ewige Sinn. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Und doch können wir nur nennen. Greifen, begreifen. Nur durch Vereinfachung. Darum ging es mir. Es ist ein Einschnitt in Zeitlichkeit. Für mich war es eine Momentaufnahme. Eine Momentaufnahme gerichtet auf Freunde, Familie, Verwandte, Bekannte und kaum Gekannte. Unterschiedliche Gesichter, die ich auf verschiedenen Wegen traf. Unterschiedliche Verbindungen, Berührung, Verbundenheiten. Und doch prägten sie mich allesamt. Gleichheit, im Unterschied gespiegelt. Verbundenheit im Anderssein. Wir sind unterschiedlich gleich. Wir gehen unsere Wege, finden auf ihnen gewisse Zugänge und erkennen bestimmte Bestimmungen. Wir treffen verschiedene Personen, führen verschiedene Gespräche über unterschiedliche Themen. Jede Begegnung färbt beidseitig ab. Leben ein Bild, gemalt von 100 Kunstschaffenden in hunderten Farben, alles ineinander eingefärbt. Verschiedene Welten, die sich unterschiedlich kreuzen
die ihre Bahnen ziehen, vorgegebenen Schicksal, immer in Veränderung und Prozess, immer in sich ändernder Farbe, immer unterschiedlich gleich, Stimmen gehört, von Leuten geträumt, die schwebten wie traumgleich durch eine raumlose Zeit, an Sinne gekoppelte Gefühle und Gedanken formten Bilder, durch die wir gingen. Das ist die endlose Poesie auf der Bühne des Lebens, eine Reise zurückgesurrt, noch einmal ein neues Bild der Welten geformt, dargestellt, in Klarheit abstrakt, rot gezeichnet, nackt, umgeben von Berührung, sich bewegende Bilder, Punkten, Linien verbunden zu formen und ausgefüllt mit Farben, grob gemalt und in Punkten, Linien, Formen und Farben erkennen wir etwas. Wir erkennen etwas. Wir sind fähig, die Codes als vertraute Namen zu lesen. Biografische Perspektiven. Jede Äußerung, jeder Code, ein Spiegel zum Selbst. Die große Freude des Lebens war es für mich, zuhören zu können und in andere Lebenswelten einzutauchen. Und aus den Formen, Farben, Strichen, Punkten blühen Bilder auf. Bewegte Bilder, als Film benannt. An dem Punkt der Reise hätte der Film nicht surrealer sein können. Vielleicht, das ist das Leben. Das ist meine Vision. Danke.